2025 war geprägt von historischen Ereignissen im Liechtensteiner Frauenfußball. Mit der Anmeldung zur Teilnahme an der UEFA Women's Nations League wurde der Weg zu den ersten Pflichtspielen geebnet. Wir haben mit dem Prozess nach dem Namibia-Spiel gestartet, mit den Einzelgesprächen mit den Spielerinnen, wie ist die Bereitschaft, wie ist die Möglichkeit mit dem Arbeitgeber. Und in den Gesprächen war schon klar, da brennt das Feuer und heute ist es entfacht. Jeder Prozess auf dem Weg dahin wurde mit voller Vorfreude verfolgt. Von der Auslosung am 7. November 2024, wo Liechtenstein in eine Gruppe mit Kasachstan, Armenien und Luxemburg gezogen wurde, über die Veröffentlichung des Spielplans bis zur Vorbereitung auf die ersten Spiele im Februar. Ja, es war eine Wahnsinnserfahrung für uns alle, glaube ich. Es hat sehr spannend gestartet mit der Auslosung schon, mit der Länderauslosung. Wir haben sehr interessante Gegner bekommen. Wir haben eine grosse Bandbreite und viele Reisen, wo wir sonst vielleicht nicht dazu kommen. Und gerade für sie und Julia Beneckenstein, die im amerikanischen College-System spielen, war die erste Week of Football im Februar mit den 2 Auswärtsspielen in Armenien und Luxemburg eine besondere Herausforderung in Bezug auf Planung und Zeitverschiebungen. Ja, es war einerseits eine sehr schöne Abwechslung zum Alltag auch denen, um einfach wieder mal für die Nationalmannschaft spielen durchkommen. Aber es war natürlich auch verbunden mit einigen Reisestrapazen und viel Umorganisieren von Uni. Ich bin sehr froh, dass es so gut geklappt hat und dass alle sehr viel Verständnis haben dafür. Aber ja, das Reisen ist natürlich schon eine Umstellung. Du kommst mit dem Jetlag, spielst eine Woche mit dem Jetlag, je nachdem, wo man auswärts spielen kann, hast du nochmal Zeitverschiebungen. Also es ist schon eine Herausforderung und körperlich ist man sehr an die Grenzen gekommen. Ja, ist sehr am Limit gewesen, aber definitiv eine coole Erfahrung. Und diese erste Reiseerfahrung wurde gleich auch noch mit einem weiteren historischen Moment geprägt. Denn Katharina Riesch gelang bei der 1:6 Niederlage in Armenien der erste Pflichtspieltreffer des Liechtensteiner Frauennationalteams, was ein Highlight für sie war. Ja, sehr. Die Leistungssteigerung, also eben die ersten Spiele, wo wir mit 6:1 und 7:0 verloren haben. Dann die 2 Heimspiele hier natürlich mit den Fans, dass so viele gekommen sind. Dass wir können sagen, dass wir mitheben können. Dass wir allgemein ein Goal erzielen und dass ich auch ein Goal schiessen konnte. Also allem in allem mega positiv. Nach den beiden Auswärtsspielen folgten im April dann die 2 Heimspiele gegen Kasachstan und Luxemburg. Die Liechtensteinerinnen konnten an ihre Leistungen anknüpfen und die Zuschauer unterstützten das Team lautstark von den Rängen, was zusätzliche Motivation bei den Spielerinnen freisetzte. Extrem, auch in der Pausenansprache. 2, 3 Sachen haben wir angepasst taktisch und ich habe sie gefragt, was wollen sie den Fans zurückgeben? Und ich glaube, das war die Antwort auch in der zweiten Halbzeit. Extrem wertvolle Unterstützung. Ich bin sehr dankbar, dass viele Leute heute uns unterstützt haben. Beim zweiten Heimspiel gegen Luxemburg war das Team von Adrian Kriesel nahe am ersten Punktgewinn dran, als sie zweimal einen Rückstand egalisieren konnten und am Ende nur knapp mit 2:3 verloren. Ja, es war ein Wahnsinnsspiel. Also ja, ich glaube, ich kann es mir selber nicht in Worte fassen. Viel überwältigendes Gefühl, viel Stolz, viel Zuversicht, Freude. Für die Spielerinnen hätte es mir natürlich gewünscht, dass sie wenigstens einen Punkt mitnehmen können. Und ich denke, als Trainerin kann ich das sehr gut einordnen, was ich heute auf dem Feld gesehen habe, wie sie nochmal Adaptionen vorgenommen haben, wie sie zusammen als Kollektiv auf dem Platz gestanden sind. Das sind so Kleinigkeiten für mich auch als Trainerin, aber zum Beispiel auch wunderschön zu sehen, wo Katja das Goal schießt, wie sie sich gefreut haben im Team auf dem Feld und nachher, wie sie rauskommt zu den Einwechselspielerinnen, wie sie sich zusammen gefreut haben. Das sind Highlights für mich als Trainerin, wo mir das Herz aufgeht. Ich habe es selber nicht gesehen, habe es nicht miterlebt, aber es war eine riesige Erleichterung und ich glaube für das ganze Team und auch für mich persönlich, um wirklich auch als Liechtenstein ein Goal schiessen zu können. Und ich kann es noch gerne nicht beschreiben, es muss sehr schade kommen. Und die Zeit verging wie im Flug. Denn in den letzten Tagen wurden bereits die letzten 2 Spiele der diesjährigen UEFA Women's Nations League Kampagne absolviert. Zuerst stand die weiteste Reise in den Osten Kasachstan an, bevor Armenien zum Abschluss im Sportpark Eschen-Mauren zu Gast war. Und in diesem Spiel sind die Spielerinnen erneut über sich hinausgewachsen und durften sich am Ende mit dem 2:2 über den ersten Pflichtspielpunkt freuen. Sowohl heute, aber auch der ganze Aprilzeit war einfach Wahnsinn, um von daheim
Kulissen zu spielen, vor den Leuten. Und haben uns dort eigentlich extrem steigern können. Dort hat man einen Fortschritt gesehen und heute ist einfach das Töpfchen auf mich, glaube ich. Also ein richtig schöner Abschluss und ich freue mich wahnsinnig. Und auch Katharina Riesch, die selbst nicht auf dem Platz mitwirken konnte, fieberte voll mit. Ich habe mich mega für das Team gefreut, sie haben gefightet. Ja, natürlich ist es schade, dass ich nicht auch mithelfen konnte, aber ich habe auf der Tribüne alles gegeben. Alles in allem eine gelungene erste Kampagne des Liechtensteiner Frauennationalteams mit den ersten Pflichtspielen, den ersten Pflichtspieltoren und auch dem ersten Pflichtspielpunkt. Deshalb wird dieses Jahr sicherlich in die Geschichte eingehen. Ich würde gerne morgen vielleicht weitermachen mit einem Training oder mit einem Regenerationstraining. Nein, es war ganz ein schöner Frühling. Jetzt mit dem Abschluss auf jeden Fall die WM darf kommen, die Quali von der WM darf kommen, nächstes Jahr. Rückblickend betrachtet sehen sowohl Spielerinnen wie auch Trainerin Adrienne Kriesel den Zeitpunkt als richtig an, dass Liechtenstein diesen Schritt gemacht hat. Es ist ein Prozess, den wir angeschaut haben. Es ist wichtig, auf das Vertrauen, auf den Weg, auf den Plan, auf die taktischen Prinzipien, mentale Prinzipien, technische Sachen. Und das braucht einfach Zeit. Und heute haben wir gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Die Spielerinnen haben ja sehr schnell signalisiert, auch der Staff, dass wir da zusammen in die gleiche Richtung schauen und dass die Arbeit eigentlich nur Freude machen kann. Und für die Spielerinnen war es nicht nur der richtige Zeitpunkt, sondern auch wertvoll für ihre fußballerische Entwicklung. Es ist für mich so wertvoll einfach und es bedeutet eigentlich die Welt, weil du trainierst so viel darauf hin und du trainierst im Verein, aber auch mit der Nationalmannschaft. Und viele von den Frauen, die heute gespielt haben, haben die Juniorenabteilungen durchgemacht und ich habe auch einen Teil durchlaufen. Und ja, du schaffst wirklich eigentlich sehr viele Jahre darauf hin und jetzt endlich einmal eine Nations League Kampagne zu spielen, die viel Bedeutung hat, viel Anerkennung auch international mit sich bringt, aber auch eben daheim im eigenen Land ist einfach Wahnsinn. Und ja, ein nächster Schritt mehr in die professionelle Welt des Fußballs. Darum bedeutet es sehr, sehr viel. Da kann ich mega Selbstvertrauen tanken für den Verein. Ich kann dort sagen, was ich kann. Und es hilft mir auch mega im Verein. Nun dürfen die Spielerinnen die Sommerpause mit der Europameisterschaft in der Schweiz genießen, bevor dann die Vorbereitung auf die WM-Qualifikation startet. Wir werden jetzt unbedingt die EM noch geniessen. Wir werden zusammen auch das Spiel besuchen gehen. Es ist uns wichtig, dass wir den Sommer geniessen können, dass wir uns gut erholen können. Im Oktober und im Ende November werden wir regionale Zusammenzüge haben und uns optimal vorbereiten dann auf den Frühling 2026. Und dann hoffentlich an die Leistungen anknüpfen können. Auf jeden Fall. Das werden wir.